hat Gott mich gemacht und entdecke meine Kreativität, haben wir alle bekommen, Kreativität, um dich selber zu entwickeln. Wir müssen uns kreieren, wir müssen uns entwickeln. Ich investiere in mich, das ist mein Meisterwerk, bin ich. Ich bin ein Repräsentant, ich bin ein Ambassador von Christus, vom König der Könige. Und wenn Gott der Schöpfer ist von allem, und er hat mich gemacht und hat in mir Kreativität gelegt, er will mir Kreativität geben, dann ich mich so gestalte, dass Gott, die Menschen in Gott, wie in Gott in mir sehen. Ja? Alles zu tun ist ausgleichen. Wenn da oben groß ist, an der Schulter, dann muss ich unten ein bisschen ausgleichen. Wenn das groß ist hier bei meinen Oberschenkeln, dann muss ich oben bei der Schulter ausgleichen. Und wenn ich einen großen Bauch habe, dann muss ich unten bei den Schuhen etwas dramatisch werden. Und bei den Haaren. Die Leute, die viel Gewicht tragen, haben am meisten ganz gute Haarschnitt, gute Make-up und gute Schuhe und gute Handtaschen. Aber was könnten wir tun, um dieses Kleid ein bisschen zu verbessern? Schmuck? Was für Schmuck? Schuhe? Ja? Schminken, genau. Einen Schal tragen. Das ist ein Sommerkleid. Schal. Kennt ihr Schal? Die schöne Sommerschale. Habt ihr solche? Dort könnt ihr Farben bringen, Muster bringen, alles ein bisschen glänzt. Ja? Also ich bete für euch noch, okay? Ist okay? Vater, ich danke dir, dass du uns als Frauen geschaffen hast. Frauen, die deine Schönheit reflektieren. Frauen, Herr, die kreieren können. Und Vater, und ich bitte dich für jeden Einzelnen von diesen Frauen, Herr, dass du ihnen Kreativität schenkst, dass du ihnen auch selbstbewusst stärkst und Vertrauen in sich selber, zu glauben, dass du sie schön gemacht hast. Dass du wirklich gut gemeint hast mit ihnen, Herr. Dass die Augen, die Haare, die Körperform, dass du ihnen das geschenkt hast. Und du möchtest einfach leuchten durch ihnen, Herr. Ich bitte dich, Herr, für Freude und Kreativität am Anziehen, am Farbe wählen und am Morgen, dass ich in den Spiegel schaue und sage, ich freue mich so sehr, wie Gott mich gemacht hat. Ich freue mich so sehr, dass ich diesen Körper gestalten kann, damit Menschen sehen Freude und Hoffnung in mir. In deinem Namen, Vater. Amen. First of all, I want to say good afternoon to everybody. Zuallererst einen schönen Nachmittag für euch alle. I am very blessed to be here. Ich bin so gesegnet, hier zu sein. Ich bin geboren worden in der Ukraine. I was a happy child because I had mom and father. Ich war wirklich ein glückliches Mädchen. Ich hatte eine Mama, ich hatte einen Papa. And I had everything a child could have Und ich in hatte life. wirklich alles, was ein Kind haben möchte in seinem Leben. But starting from 2 years, when I was 2 years old, Und als ich dann 2 Jahre alt war, I remember that I started to observe my parents fighting with each other. dann habe ich gesehen, wie plötzlich meine Eltern angefangen haben zu streiten miteinander. Because my mom, she was not agree that my father, he used alcohol. Weil meine Mutter absolut nicht einverstanden war, dass mein Vater Alkohol zu sich nahm. And he started to use it more and Und more. er hat angefangen, mehr und mehr zu trinken. And he was coming almost every day drunk at home. Und er kam mehr und mehr einfach betrunken nach Hause, fast täglich. So, from that moment, God pushed the button start of work in my life. Von diesem Moment an hat irgendwie wie ein Knopf angefangen, ein Startknopf in meinem Leben. So after several months of such situation in our family, Nach mehreren Monaten von wirklich traurigen Situationen im Leben unserer Familie, my parents got divorced. haben sich meine Eltern scheiden lassen. It was hard for me, Es war hart für mich. especially in our culture. It was a shame if you were raising up without father or without mother. Und vor allem in unserer Kultur war das wirklich eine Schande, wenn man ohne Vater aufwuchs und
ja, Scheidung. And but my mom, she was not complaining to work hard to be able to raise 2 children. Aber meine Mama hat sich absolut nicht beklagt, dass sie so hart arbeiten musste, um ihre Kinder großzuziehen. She was working hard. Sie hat wirklich hart gearbeitet. Sometimes she was working 2 shifts. Manchmal hat sie sogar 2 Schichten gearbeitet. Just to be able to feed us, me and my brother. Nur um uns durchzubringen und uns zu füttern. And her sister, she lived in Moldova. Und ihre Schwester hat in Moldawien gelebt. So one day she called and she told, I want to help you, I want to be closer to you. Und eines Tages rief sie uns an und sagte, ich möchte euch helfen, näher bei euch sein. What if you would take your kids and would move to Moldova? Wie wäre es, wenn du jetzt deine Kinder nimmst und zu mir nach Moldawien ziehst? So that was the second step that God made to change my life. So, das war dann der zweite Schritt, den Gott gebraucht hat, mein Leben zu ändern. At age of, when I was 8 years old, we moved to live in Moldova. Und als ich dann 8 Jahre alt war, sind wir nach Moldawien gezogen. And one day, my mom, she had a very strong pain in her stomach. Und eines Tages, meine Mutter hatte so starke Schmerzen in ihrer Magengegend. So any medicine that we had at home couldn't help her. Und keine einzige Medikation hat ihr mehr geholfen, was wir zu Hause hatten. So I called ambulance. Und dann habe ich die Ambulanz angerufen. They came. Sie sind gekommen. They take her and did some tests. Und haben sie mitgenommen, haben Tests mit ihr gemacht. And after several days, we found out that she had a cancer. Und nach ein paar Tagen haben wir herausgefunden, dass sie Krebs hatte. It was hard to accept that news. Und es war so hart, diese Nachricht zu hören. But my mom, she continued to work. Aber meine Mutter hat trotzdem einfach weitergearbeitet. And thank you. With flowers. In this session, get your tissues ready. Ja, jetzt müsst ihr wirklich eure Nasstücher hervornehmen. So after several weeks, her surgery was planned. Nach einigen Wochen, wir hatten einen Termin für ihre Operation. And when doctors discussed with my aunt, und als die Doktoren da sich mit meiner Tante unterhalten hatten, they told to her that after surgery, my mom will live just a month. Dann sagten sie, ja, nach der Operation müsste meine Mutter sich erholen für einen Monat. They didn't know that not leave for a moment. Sie würde nur noch einen Monat leben nach der Operation. They didn't know that I heard the discussion. Sie wussten nicht, dass wir die Diskussion auch mithörten. And that was the moment that God started to work in me. Und in diesem Moment hat Gott wirklich angefangen, in mir zu arbeiten. First of all, I was very angry. Zuerst war ich wirklich wütend. And I was screaming to God, why? Und ich habe Gott angeschrien, warum? Why other children, they have both parents? Warum gibt es Eltern, die haben Kinder, die haben beide Eltern? And when I was 2, you just took my father by divorce. Und als ich 2 war, da hast du einfach per Scheidung meinen Vater weggenommen. Why other families, they have everything they need? Warum gibt es andere Familien, die alles haben, was sie brauchen? But we were surviving each month just to be able to eat and to pay our bills. Aber wir überlebten eigentlich nur so von Monat zu Monat, dass wir einfach essen konnten und die Miete zahlen etc. And from that moment I started to pray to God. Und von dem Moment an habe ich angefangen, zu Gott zu beten. And each day my prayer was, please give one more day to my mom. Und von dem Moment an habe ich einfach den Herrn gebeten, Herr, und jeden Tag hat sie das gebeten, gib ihr bitte noch einen Tag mehr zu leben. And as they told, it will be just a month. Und sie sagten, es würde nur ein Monat sein, den sie noch zu leben hätte. God heard my prayer and she lived 5 years. Und Gott hat meine Gebete erhört und sie lebte noch 5 weitere Jahre. Yes,
It were years when God was working in me and changing me. Es waren Jahre, die Gott gebraucht hat, in mir zu arbeiten und mich zu verändern. And He was preparing me for something new, for a new step in my life. Hat mich vorbereitet für einen neuen Schritt in meinem Leben. And I still remember the day when, because I have an older brother. Und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, ich habe einen älteren And Bruder. at that moment he was already studying at the military school. Und zu dieser Zeit hat er bereits studiert, und zwar an der Militärakademie. He came to visit us. Ist er gekommen und hat uns besucht. He stayed with us 2 days. It were awesome days. Und er ist mit uns 2 Tage geblieben, es waren super gute Tage. And in the morning when he was preparing to leave, Und am Morgen, als er sich vorbereitete, um wieder zu gehen, my mom stopped him. da hat meine Mutter ihn zurückgehalten. She hugged him Sie hat ihn umarmt and she told him goodbye. und sie sagte ihm auf Wiedersehen. This is our last meeting. Das ist das letzte Mal, wo wir uns sehen. I feel that I will not see you anymore. Ich spüre, dass ich dich nie wiedersehen werde. For him it was really hard to leave with such words. Für ihn war es so schwierig zu gehen mit solchen Worten. And after he left, Und nachdem er ging, in 2 days my mom died. starb meine Mom in den nächsten, also 2 Tage später. I still remember the day because it is a day that totally changed my life. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, denn es war ein Tag, der mein Leben absolut verändert hat. For me, it's a day when I was staying alone in all this big world. Es war so, als wenn ich einfach ganz alleine war auf dieser großen, weiten Welt. And I was still crying to God Und ich habe so geweint und zu Gott geschrien. and saying, why? Und ich sagte, warum? What will I do? Was werde ich tun? I don't have father. Ich habe keinen Vater. You took my mom. Du hast meine Mom genommen. And God showed His love to me. Und Gott hat mir so sehr seine Liebe gezeigt. So my aunt, Und dann war es so, dass meine Tante she invited me to live in their home with them, with her family. mich eingeladen hat, in ihrer Familie zu leben. It was first few months after my mom died, it was really hard for me. In den ersten paar Monaten, nachdem meine Mama gestorben war es sehr, sehr hart für mich. I felt very lonely. Ich fühlte mich so einsam. And one day when I was in school, Und eines Tages, als ich in der Schule war, a man came to our school. da kam ein Mann an unsere Schule. And he invited all young people, because I was at that moment just 13. Ich war zu jenem Zeitpunkt 13 Jahre alt und dieser Mann, der an die Schule kam, hat uns eingeladen. He invited us to come to a youth camp. Und zwar ein Jugendcamp. So I was really excited just to change the atmosphere, to go somewhere. Es war ein Jugendlager und ich war so begeistert, dahin zu gehen, einfach mal einen Kulissenwechsel zu haben. And each day in that camp, God spoke to me. Und in jedem Tag dieses Lagers hat Gott zu mir gesprochen. And I still remember last evening Und ich kann mich erinnern an den letzten Abend. that the pastor of the local church Da hat der Pastor dieser Lokalgemeinde was preaching, gepredigt and he told, und er sagte, if you're feeling lonely, wenn du dich einsam fühlst, if you don't have mom and father, wenn du keine Mama oder keinen Papa hast, if you don't have somebody to whom you can talk, wenn du niemanden hast, zu dem du reden könntest, God can be your father. dann kann Gott dein Vater sein. I received those words, they were for me. Und ich habe diese Worte empfangen, denn sie waren für mich. So I was the first one of those 200 young people Dann war ich die allererste von diesen 200 jungen Leuten, who stood up and just gave my life to Jesus. die aufstand und mein Leben Jesus gegeben hat. From that moment my life started to change. Von dem Moment an hat sich mein Leben wirklich verändert. I would not say it was always easy. Ich sage nicht, es war immer einfach. It's life, we are people. Es ist das Leben und wir sind Menschen. But
I was not feeling anymore alone. Aber ich fühlte mich nicht mehr alleine. And looking back into my childhood, Und jetzt, wenn ich zurückschaue in meine Kindheit, I would call all that period after my mom lost until maybe 18 years. und dann denke ich, dass in dieser Periode von dem Moment weg, wo ich meine Mama verlor, bis ich etwa 18 Jahre alt war, I would call that period of my life God's army. dann würde ich eigentlich diesen Abschnitt meines Lebens Gottes Armee nennen. So I would encourage you today, Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen heute. if it's hard now in your life, Wenn es jetzt schwer ist in deinem Leben, just don't complain, dann bitte beklag dich einfach nicht. but pray to God, God please use me. Aber bete zu Gott und sage, Herr, brauche mich. Use my struggles, my problems, Brauche meine Schwierigkeiten, meine Probleme, to be able to help ladies like me. um fähig zu sein, Leuten, die Dinge durchleben wie ich, ihnen zu helfen. And by working already 10 years with such girls, Und die letzten 10 Jahre, wo wir mit solchen Mädchen gearbeitet haben, we had many blessings. wir hatten so viele Segnungen. And we had many successful Und stories. wir haben viele wunderbare, erfolgreiche Geschichten. She's Katja's sister. Sie ist Katjas Schwester. So she's also a gypsy girl. Sie ist auch ein The Zigeunerin. same past, they both were raised up in Dieselbe orphanage. Vergangenheit, im Waisenhaus aufgewachsen. She accepted Jesus when she was in our summer camp that we are doing for orphan children. Sie akzeptierte Jesus, als sie bei uns im Sommercamp war. And after that she was fighting, she was very active, and she was every day coming to the principal of the orphanage and asking that she wants to go to a transition home. Und es war so, dass sie dann wirklich richtig kämpferisch geworden war und jeden Tag zum Leiter des Waisenhauses ging und sagte, eines Tages will ich auch in diesem Übergangsheim sein, wo die Schwester ist. God was working in a miraculous way in her Gott hat life. dann auf eine wunderbare Art und Weise in ihrem Leben gearbeitet. She accepted Jesus. Sie hat Jesus And akzeptiert this summer, und in diesem Sommer she graduated also hat sie auch As a abgeschlossen als eine Krankenschwester. as a nurse. If you can show the picture. Wenn ihr bitte ihr Bild zeigt. She has a special story. Sie hat eine ganz spezielle Geschichte. Do you want to hear her story? Möchtet ihr ihre Geschichte hören? She's with us today, so can you Sie ist just heute give hier. her an applause? Mariana, welcome. Willkommen, Mariana. This is her first time traveling in an airplane. Das ist First das time. erste Mal gewesen in einem Flugzeug. And first time out of Moldova? No, you've been before to Moldova? Did you leave Moldova before? In Ukraine. Sie In war Ukraine, einmal in okay, der Ukraine, aber sonst immer in Moldawien. Well, we're so happy you're here. Wir sind so froh, dass du da And bist. we would love to hear your story. Und wir möchten deine Geschichte hören. Ich meine jetzt schon. Hello everyone, Hallo jedermann von euch. my name is Mariana. Ich heiße Mariana. I am from Moldova Ich bin von Moldawien and I am 22. und ich bin 22 Jahre alt. And also I am glad to be here. Und ich bin so froh, hier zu sein. And today I want to share with you my story. Und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. I come from a family with 5 children, Ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. 2 boys and 3 girls. My dad was a tractor driver, Mein Vater war ein Traktorführer but mom was unemployed. und Mama war unemployed. Ja, sie war nicht arbeitslos. Ja. And because we were a family with many children Und weil wir so viele Kinder waren and didn't have much at all, we was fight as a poor family. und ja, deswegen haben sie auch viel ums Überleben kämpfen müssen als eine arme Familie. It was not always easy to stay together as a family. Es war nicht einfach, als Familie zusammen zu bleiben. Sometimes I was beaten by my mom, Manchmal wurde ich geschlagen von meiner Mama.
dass er möchte, dass ich anderen Kindern, die aus ähnlichen Situationen kommen wie ich, dass ich ihnen später helfe. He put in me potential. Er hat mir Potenzial gegeben. Life started to become better. Und das Leben ist wirklich besser und besser geworden. But in one day I came home to find out what my mom was doing. Aber eines Tages kam ich nach Hause und erfuhr, was meine Mutter tat. And was told that she died. Und dann habe ich gehört, dass sie gestorben ist. Und er hat mir geholfen zu verstehen, dass ich Dinge besser machen kann und diese Dinge verstehen über mich. I can do everything with God because He is the way, He is the truth, and the life. Und ich kann mit ihm alles tun, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In ihrem so jungen Leben hatte sie wahrscheinlich mehr Missbrauch erlebt, als wir alle zusammen hier uns vorstellen können. Poverty is one of the main reasons why human trafficking even happens. Armut ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum Menschenhandel überhaupt geschieht. And some parents and uncles and family members, they sell the kids to the traffickers. Weil einige Eltern oder Onkel oder Großeltern ihre Kinder einfach verkaufen in den Menschenhandel. And Nella's parents or mother, because of the desperate need of just being poor, offered her young daughter to the truckers that were going back and forth on that road. Und weil die Mutter so verzweifelt war und nicht wusste, was zu tun, hat sie einfach ihre Tochter den Lastwagenfahrern, die vorbeifuhren, offeriert. I don't know how desperate a person has to become. Ich weiß nicht, wie verzweifelt jemand sein muss, dass jemand das tut. But when Nellie came, aber als Nellie kam, she didn't even smile anymore. Hat sie nicht mal mehr lächeln können. And I was there to visit the transition home. Ich war da und habe dieses Übergangsheim besucht. And she would always hide behind the other girls. She would never come and really say hi. Und sie hat sich immer versteckt hinter den anderen Mädchen. Sie hat nie And at the end, like we always do when we visit, we said, let's take pictures. Und am Schluss, wie wir es immer tun, haben wir gesagt, okay, lasst uns einfach Fotos machen. And I think by that time she was there about 3 months or 4 months or maybe more longer. I don't know. Wie lange sie schon da war, vielleicht 3 Monate, 4 Monate in diesem Heim. They took pictures with her also, of course. Und dann haben sie Fotos gemacht und auch von ihr. And they said to her, "Smile, Nellie, smile." Und sie sagten ihr, Nellie, lächle, Nellie, lächle. And she wouldn't smile. Und sie konnte es einfach nicht. And then all the girls were making funny faces and all Und that. dann haben alle die Mädchen einfach lustige Gesichter geschnitten. And for the first time she smiled. Und dann hat sie das allererste Mal gelächelt. I'll tell you, it was probably the most beautiful smile that I've ever seen in my life. Es war das schönste Lächeln, das ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. And I think that's why Nellie will always be special to me. Und deswegen wird Nellie auch immer einen ganz speziellen Platz haben. Every one of those young ladies in that transition home or Jede Haiti dieser jungen Mädchen will always be close to Sandy and to me. werden immer ganz nahe zu Sandy meine ganze Zeit. Because it's just, you're part of a life like Mariana that you help build and help give potential. And I think all of us here today, weil durch dieses Werk, das wir unterstützen, können wir ein Teil sein von der Wiederherstellung dieser Mädchen. when this young lady, with all of the stuff that's in her life, can actually graduate and do something and love Jesus and have meaning in her life and put feet to her potential that God's given her, I think all of us can do that also. So wenn eine junge Frau wie Mariana einfach all ihr Leben wiederhergestellt bekommt, das studieren kann und dann weiter ihr Potenzial entdeckt und weitergibt, dann können wir alle das. Dieses Jahr werden wir einige Leute einladen, auch wieder nach Moldawien zu kommen. Some of you want to maybe come with us and be a part of this. Vielleicht möchten einige von euch mitkommen, ein Teil davon sein. And I'm not quite sure if it's up yet, but it's going to be buchegg.church/Moldova.
Es wird vielleicht noch nicht jetzt sichtbar sein, aber es ist buchegg.church/Moldawien. No, Moldova. Moldova. Yeah. And you can go there, and if you have interest to maybe know more about this, and maybe even go for a week or 10 days, you can sign your name there, and we'll get back to you with some Aber wenn information. ihr Interesse daran habt, eine Woche oder 10 Tage dahin gehen möchtet, dann könnt ihr euren Namen uns weitergeben. Und zwar heißt es da am Schluss, die Freude des Herrn ist eure Stärke. We Christians can be extremely serious Wir Christen können doch so ernsthaft sein and very religious in our absolutes. und oftmals auch sehr religiös in unseren Absolutismen. We have the King of Kings and the Lord of Lords living within us. Aber wir haben doch den Herrn der Herren und Könige der Könige, der in uns lebt, The creator of heaven and earth. der Erschöpfer des Himmels und der Erde. Our God created every animal, Unser Gott hat jedes existierende Tier kreiert. every fish of the sea, Jeden Fisch im Meer. the beautiful mountains, Die wunderbaren Berge. all the colors. Alle diese Farben. Look around the room Schaut herum im Raum. and we're grumpy. Und wir sind immer noch missmutig. I'm serious, we're Das ist wie grumpy ernst. people. What? We're grumpy people. Ja, wir sind oftmals einfach missgelaunt. We might have some times of moments of joy, Vielleicht haben wir zwischendurch mal einen Moment der Freude. but I really believe Christians think non-Christians have more fun. Aber ich glaube wirklich, dass Christen überzeugt sind davon, dass die Nicht-Christen mehr Freude haben. See, the Holy Spirit said, yeah! Ja, der Heilige Geist sagt, ja. Or I'll get that hand held in a minute. It's But we okay. have to live in the joy of the Lord that is your strength. Aber vergiss nicht, die Freude des Herrn, das ist eure Stärke. You know, Proverbs says, a merry heart does good like a medicine, Die Sprüche sagen, ein fröhliches Herz ist wie eine Medizin. but a broken spirit dries the bones. Aber ein gebrochener Geist trocknet die Gebeine. Aber Gottes Abenteuer für dich und mich ist, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss. But do you know that? Aber dass wir das auch wissen sollen. Do you anticipate that? Dass wir das wirklich erwarten. It says this right here, and let me just find it real quickly. It says, we are to walk by faith and not by sight. Und hier heißt es, wir sollen im Glauben wandeln und nicht in dem, was wir sehen. Have we decided to say, okay, God, I am a person that walks by faith? 2 Corinthians 5:7. 2. Korinther 5,7, da können wir uns wirklich entscheiden, ich bin eine Person, die im Glauben wandelt und nicht in dem, was sie sieht. I'm a woman that calls those things to be not as though they are. Ich bin eine Frau, die die Dinge ruft, die noch nicht sind, als ob sie bereits wären. I will walk in your Weil joy. ich das verlangt, dass wir die Gedanken Gottes denken. But you and I have to decide to put on this. We have to put on the helmet of God. Aber wir müssen uns entscheiden, dass wir diesen Helm des Herrn anziehen. This is the battleground of your life. Das da oben ist nämlich der Kampfplatz in deinem Leben. What you're thinking is Was your battleground. du denkst, das ist ein Kampfgrund. You can think death and life is in the power of what you say. Denn es heißt, Tod und Leben sind in der Macht der Zunge, was du sprichst. So what are you saying? Also was sagst du denn? Oh, it's impossible. I can't do it. Oh nein, unmöglich, ich kann das nicht. I'm so sick. It's impossible. Ach, ich bin so krank, es ist unmöglich. Or what about this one? I've always been this way. Oder was ist mit dem? Ja, ich war immer schon so. I'll never win. Und ich gewinne einfach nie. I'll never have the right kind of marriage. Ich habe niemals die richtige Art und Weise einer Ehe. My kids, they'll never get right with God. Unsere Kinder, die werden es niemals mit Gott machen. I'll always hate what I look like. Ach, ich mag es einfach nicht, wie ich aussehe. Where's your helmet, sister? Wo ist dein Helm, liebe Why are you Schwester? letting the devil steal, kill, and destroy from you? Warum lässt du es zu, dass der Teufel stiehlt und zerstört und umbringt in You have to dir? decide to have the bigness of God begin to rule in your thoughts. Es ist so wichtig, dass wir uns entscheiden, dass die
korrigiert. And this is not easier Und for das ist anybody in this room. nicht einfacher für irgendjemand hier drinnen als für einen anderen. It is no easier for me than it is for you. Es ist nicht einfacher für mich als für euch. Every one of us have to put on the helmet of salvation. Jeder von uns muss diesen Helm der Errettung anziehen. Ich möchte, dass ihr versteht, ist, dass wir zwar eisige Pfade haben auf unserem Lebenspfad. There's time that the trials are going to slap you in the face. Und es gibt Zeiten, wo wirklich all das Zeug gegen dich kommt und dich ins Gesicht schlägt. The challenges can seem overwhelming. Und dass diese Herausforderungen einfach überwältigend sein Why? können. Because Warum? the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Warum? Weil der Teufel kommt, um zu stehlen, zu killen und zu zerstören. So of course he wants to give me cancer. Und natürlich möchte er mir Krebs geben. Of course he wants us to have financial challenges in our life. Natürlich will er, dass wir finanzielle Herausforderungen haben im Leben. Of course he wants our children to have different challenging situations in their life that we have to overcome with Und them. natürlich möchte er, dass unsere Kinder verschiedenste Schwierigkeiten haben, die gegen sie ankommen. The ice is hitting you. Das Eis schlägt dir ins The Gesicht. icy road that you're walking sometimes is a little bit slippery. Und dann gehst du noch auf diese eisigen Straße und die ist schlüpfrig. But you have to remind yourself Aber erinnere dich selbst daran, of what the journey is. nämlich um was es geht auf dieser Reise. The joy of the Lord is my strength. Die Freude des Herrn ist meine Stärke. I walk by faith, not by Ich sight. wandle im Glauben und nicht in dem, was ich sehe. I will not forsake the assembling of the saints together. Und ich werde die Versammlung der Gläubigen nicht verlassen. I will build myself up on my most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ich werde mich selbst in meinem allerheiligsten Glauben aufbauen, indem ich im Heiligen Geist bete. I'll make sure that I have the right kind of people in my life and in my world. Und ich stelle sicher, dass ich die richtige Art von Leuten habe um mich herum auf diesem Weg. Some of you honestly have to make some pretty tough decisions right now. Und ich weiß, jetzt habt ihr einige richtig schwierige Entscheidungen zu treffen. Your boat is constantly rocking. Denn dein Boot, das ist ständig am sich im Wellengang bewegen. Problems are all around you. Probleme sind rund um dich herum. And you've only created an environment of people that agree with the problem. Und du hast dir vielleicht eine Gruppe von Leuten herumgeschaut, die nur mit deinem Problem übereinstimmen. Not speaking faith. Die nicht im Glauben sprechen. See, we are to be the light to the world. Denn es ist so, wir sollten das Licht für diese Welt sein. And yes, we want to be around people that their boats are rocking. Und ja, wir wollen doch um Leute herum sein und deren Schiffe sind am Rücken. And we love them. Und wir lieben sie. We're not separate from them. Wir wollen uns ja nicht trennen von ihnen. But our inner circle of relationships, Aber der engste Freundeskreis, den those wir ones haben, that we trust with our heart, nämlich diejenigen, denen wir mit unserem ganzen Herzen vertrauen, make sure they're people stellt sicher, dass das Leute sind, that zip up your jacket, die deine Jacke hochziehen, that are kind, die liebevoll sind, that are full of faith, die voll von Glauben sind, that see the stairs die das Eis voraussehen, das and auf have dich faith zukommen with wird, you, und die mit dir durchgehen, that will walk with you, die mit dir auf dem Weg sich befinden not abandon you in the challenge. und dich dann nicht verlassen in diese Herausforderung. Now and forever.